Das ist Sumi, unser kleines Igelwaisenbaby, unser kleiner Findling auf seinem ersten Babyquilt. Es ist ziemlich spät. Ich habe gewartet, bis Sumi mitten in der Nacht alleine wach wurde. Und für seinen ersten Babyquilt hat Sumi sich Sweatshirt. Ja, Sweatshirt hast du dir ausgesucht. Sweatshirtstoff ausgesucht. Und wie quiltet man auf Sweatshirt? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Guck mal da. Ja, schau mal, wer da ist. Ja. Den Quilt für meinen Igel baue ich aus 2 Lagen auf. Ich habe einen Oberstoff, einen Baumwollstoff, den ich hier nicht gepatcht habe, da ich ihn komplett quilten möchte. Und als Unterseite habe ich einen Sweatshirtstoff. Meinen Sweatshirtstoff habe ich mit der weichen Seite nach innen genommen, denn Sweatshirt flust und wenn mein Igel sich darin einkuschelt, ist es nicht gut, wenn er die ganze Zeit diese Flusen einatmet. Also kommt hier die weiche Seite nach innen. Wenn ich das Ganze später quilte, habe ich ein Motiv, das sich sehr schön in meinen Sweatshirtstoff eindrückt. Würde ich den Quilt für mich arbeiten, würde ich den Sweatshirtstoff mit der weichen Seite nach außen, mit der flauschigen Seite nach außen nehmen. Das wird ein sehr schön warmer Winterquilt und man kann sich gut einkuscheln und hat auf der anderen Seite dann aber immer noch seine Patchwork- oder seine Quiltarbeit. Typisch beim Quilten sind 3-lagige Quilte, also Quilte aus einem Quilt-Sandwich. Aber auch 2-lagige Quilte sind nicht ungewöhnlich und es gibt sogar Wettbewerbe zu dem Thema 2-lagige Quilte. Bei meinem 2-lagigen Quilt mit dem Sweatshirtstoff auf der Rückseite starte ich wie bei einem normalen Quilt. Ich hole meinen Unterfaden nach oben und ich vernähe 3-mal auf der Stelle. Meine Nadel bleibt im Stoff. Mein Sweatshirtstoff ist ein Schlingenstoff. Man würde ihn also normalerweise mit einer Jersey-Nadel nähen, damit man die gestrickten Schlaufen nicht zerstört. Da ich aber einen glatten Baumwollstoff als Oberstoff habe, brauche ich eine Nadel mit einer Spitze. Ich nehme eine Quiltnadel 75er Stärke. Sie ist sehr schmal, dass sie mir die Schlingen von meinem Sweatshirtstoff nicht zerstört. Und sie ist scharf und spitz genug, um durch meinen glatten Baumwollstoff zu kommen. Ein Sweatshirtstoff hat eine dehnbare Seite. Ich kann ihn in jede Richtung stretchen. Das heißt, um ihn zu quilten, ist es ein bisschen schwieriger, weil er nicht ganz starr und fest unter meiner Nadel bleibt. Dieser Sweatshirtstoff hat nicht so viel Dehnung und so extrem viel Bewegung, dass ich ihn gar nicht verstärken brauche. Damit ich ein gutes Ergebnis bekomme, quilte ich ihn mit einem Lineal. Und wenn ich das jetzt auf meinen Stoff lege, halte ich den Unterstoff fest genug, damit mir mein Sweatshirtstoff nicht unfreiwillig stretcht. Mein Motiv soll eckig und kantig werden, so wie es zu einem Igel passt. Das heißt, ich starte mit einer kurzen Seite. Von hier wandere ich einmal hoch. Und ich wandere zurück zu meinem Dreiecksstart. Vom Startpunkt meines Dreiecks ziehe ich nun eine Linie, die nicht mehr parallel an meiner Kante entlang läuft, sondern die am gleichen Punkt startet und die ein bisschen verschoben zur Mitte geht. Und ich versuche genau auf meiner schon genähten Linie zu landen. Das Ganze drehe ich. Und ich setze mein Lineal wieder vom Startpunkt zu einer zur Mitte verschobenen Linie an meinem Dreieck an. Ich drehe. Es lässt sich ganz wunderbar die ganze Zeit drehen, weil mein Patch nicht so groß ist. Und weiter geht's. Von meinem neuen Punkt
wandere ich wieder ein Stück versetzt zur Mitte. Ich drehe das Ganze und fahre zur Mitte. Ich drehe es erneut. Fahre noch einmal zur Mitte. Oh, hoppala. Und ich fahre ein letztes Mal zur Mitte. Hier suche ich mir jetzt einen Weg aus meinem Dreieck heraus. Ich fahre die erste Linie zurück. Hoppala. Und ich fahre die zweite Linie zurück. Auch das könnt ihr wieder mit einem Lineal machen. Es ist aber eine gute Übung, um zu sehen, wie gerade könnt ihr nähen, wo führt das Ganze hin. Unseren neuen Punkt möchten wir nicht aus der Ecke herausnehmen. Wir quilten wieder ein Stück auf der geraden Dreieckslinie. Nehmt dazu euer Lineal oder schaut einfach, übt einfach, wie gerade könnt ihr dieses Stückchen auf eurer Linie entlang fahren. Von hier starten wir ein nächstes Dreieck. Bei unserem zweiten Dreieck entscheiden wir uns, ob wir als Endpunkt wieder diesen Startpunkt vom Dreieck nehmen oder ob wir unseren Endpunkt ein bisschen nach einer offenen Linie ansetzen. Wir können das Thema sehr frei quilten. Ich möchte es gerne sehr frei quilten, damit der Quilt für meinen Babyigel auch ganz schön weich fällt. Wenn ihr eine Linie nachfahren möchtet, ohne das Lineal zu verwenden, gibt es einen Trick. Ihr habt hier die Linie und ihr habt euer spiegelndes Linealfüßchen. Und auf dem Linealfüßchen spiegelt sich diese bei mir blaue Linie. Wenn wir das jetzt nachquilten möchten, achten wir darauf, dass diese Linie mit der oberen Linie ganz gerade verläuft. Bis zum Punkt. Wir drehen das Ganze und wir haben wieder die gleiche Situation. Und wir fahren wieder genau die Linien nach. Wir können eine Seite eng, eine Seite breit quilten. Und an jeder beliebigen Seite wieder herauswandern. Am Ende vernähen wir wieder dreimal auf der Stelle. Und wir holen den Unterfaden hoch. Und yay! Unser Spiky-Thema ist schon mal fertig gequiltet. Und aus meinem Mini-Igel-Quilt wird nun eine Schlafhöhle für Sumi. Hey! Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, ja, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal.